schön, dass du da bist. In den letzten Wochen habe ich doch die eine oder andere Frage zu meinem Drohnenvideo bekommen. Ich habe ein Video über Drohnen gemacht, über Drohnenaufnahmen in Österreich, speziell auch wegen meiner neuen Drohne, der DJI Mavic Mini. Ja, und ich möchte jetzt auf ein paar dieser Fragen noch mal konkret eingehen, vor allem, weil ich basierend auf diesen Fragen etliche Gespräche noch mit der Austrocontrol geführt habe. Ich habe auch Gespräche geführt mit dem Fachverband für Film- und Musikwirtschaft in Österreich, um Rechtliches zu klären, was Bildaufnahmen betrifft. Ja, hallo, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Alex, ich bin Fotografin und Videografin und mit meinen Videos gebe ich dir einen Einblick in mein Leben und helfe dir, deine Fotografie- und Videoskills zu verbessern und auch ein bisschen sicherer bei Drohnenaufnahmen zu werden. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch gleich mal meinen Kanal, um immer auf den Laufenden zu bleiben. So ein nettes Kommentar, das ich gekriegt habe, war von Ride Alone. Er hat geschrieben, vielen Dank, das Filmen mit der Mini unter 30 Meter war mir auch sehr unklar bezüglich Filmaufnahmen. Jetzt herrscht Klarheit, aber mit der neuen EU-Drohnenverordnung ab 7.2020 kann sich ja noch etwas ändern. Hoffentlich zum Positiven, dass die Bewilligung generell wegfallen wird, sofern die Vorschriften der EU eingehalten werden und Österreich nicht weiter auf die Bewilligung bestehen kann. Ja, ich habe mich eingehend mit dem Thema natürlich beschäftigt und eins meiner nächsten beiden Videos sind weiterhin noch drohnenbezogene Videos, weil euch das Thema wirklich am Herzen liegt. Eins meiner nächsten Videos wird eben werden Drohnenversicherung und Drohnenversicherung bei Mini-Drohnen und natürlich auch, was wird sich ändern bei der EU-Drohnenverordnung, die gültig ist ab 1. Juli 2020 und das sind eigentlich die beiden nächsten Videos, die dann noch rauskommen werden. Noch ein Kommentar, was ich bekommen habe, war die von Alexander. Er schreibt, sehr gut erklärt, es herrschen viele Halbwahrheiten im Netz. Am gängigsten ist, diese überhaupt nicht filmen und fotografieren zu dürfen, eben wegen dieser verwirrenden Gesetzespassagen. Ja, das stimmt schon, da gebe ich ihm recht. Habe mich auch telefonisch erkundigt und bin mit deiner Aussage einer Meinung. Die Frage ist jetzt noch, wann die Datenschutzverordnung verletzt ist. Wenn ich beabsichtige, Aufnahmen von Landschaften, Berge, Felder zu machen, ist dies erlaubt? Das sind auch Gründe, die jemandem gehören. Gründe im Sinne von Grundbesitz. Das ist genau dasselbe, wie wenn ich jetzt mit der Kamera rausgehe und einfach filme. Ich kann nicht in private Grundstücke reinfilmen und Privatsphäre verletzen. Das geht einfach nicht. Was ich sehr wohl machen kann, ist, wenn da ein Feld ist, was ja zwar schon im Privatbesitz ist, aber definitiv frei zugänglich. Ich kann dort einfach filmen, weil es gehört auch irgendwie zur Landschaft. Und nachdem doch irgendwie fast das ganze Land irgendwie jemandem gehört, dürfte man ja sonst überhaupt nicht filmen. Das heißt, wenn ich meine Drohne steigen lasse und ich filme Felder, Landschaften und solche Sachen, ist das eigentlich kein Problem. Man muss halt nur immer darauf aufpassen. Wenn Personen zu sehen sind, dann sollten die entweder die unkenntlich machen oder einfach schauen, dass sie gar nicht zu erkennen sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich darf auch nicht über private Grundstücke einfach so, also über Gärten zum Beispiel. Ein ganz klares Beispiel ist ein Garten. Ich darf nicht einfach in einen Garten oder über einen Garten, einen fremden Garten fliegen, wenn ich nicht die Erlaubnis dazu habe. Ja, Christoph H. schreibt noch, gutes Video, was noch als Info fehlt, die 250 Gramm sind nur ein Richtwert, ausgehend von den maximalen 79 Joule Bewegungsenergie und maximal 30 Meter Flughöhe. Er schreibt, zum Beispiel auch eine Drohne mit 500 Gramm wird als Spielzeug durchgehen, wenn sie unter 18 Meter geflogen wird. Zumindest im Streitfall vor Gericht, wenn Nachweise erbracht werden können. Das Abfluggewicht der Mavic Mini ist natürlich 250 Gramm oder liegt unter 250 Gramm. Das ist einmal prinzipiell fix schon mal Spielzeugkategorie, unter 250 Gramm. Ich habe natürlich die Einschränkung jetzt, nicht höher als 30 Meter zu fliegen. Ich glaube, in Österreich regeln die meisten dann schon bei 28 Meter ab, einfach nur sicherheitshalber. Die 79 Joule sind die ausschlagende Grenze und das ist nicht nur in Österreich so, sondern die 79 Joule sieht man eigentlich jetzt überall irgendwie. Ich habe das auch in Amerika gehabt, ich glaube in Deutschland ist es auch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Kommen wir zu einer interessanten Frage, die mich tatsächlich einiges an Nerven gekostet hat. Und zwar hat Charlie geschrieben, was auch interessant wäre, ob man in Österreich zum Beispiel Sehenswürdigkeiten filmen und zum Beispiel auf YouTube veröffentlichen darf. Fliege nicht gewerblich, also nur privat, sofern man natürlich keine Personen- oder Kfz-Kennzeichen erkennen kann.
Die Außenkontrolle hat mir dazu leider nichts sagen können. Ich habe das natürlich beantwortet, da eine riesige Diskussion angeheizt. Ich habe auch auf Facebook einen Beitrag gestellt, der ist ziemlich heftig kommentiert worden. Es ist halt so. Im Prinzip muss man auf zwei Dinge aufpassen, wenn ich Sehenswürdigkeiten finde. Das konkrete Beispiel war jetzt eine Sehenswürdigkeit in Wien. Falls du nicht aus Österreich bist oder nicht aus Wien, eine Sehenswürdigkeit in einer anderen größeren Stadt, wo halt ein dicht besiedeltes Gebiet ist. Die Sache ist die, ausgehend von der DJI Mavic Mini. Die Austro Control hat mir jetzt mehrfach in mehreren Mails von unterschiedlichen Leuten bestätigt, dass ich auch mit der DJI Mavic Mini in Wien fliegen darf, unter folgenden Voraussetzungen. Nicht höher wie 30 Meter, die 79 Joule Bewegungsenergie halt einhalten, nicht über Menschenmengen und der Grundsatz, keine Personen oder Sachen zu gefährden, der besteht auch. Wien ist zwar für die meisten Leute eine Drohnenflugverbotszone. Wenn man die Drone Space App aufmacht, von der Austro Control steht auch Flug verboten. Ist aber nicht so. Weil hier werden keine Spielzeugdrohnen berücksichtigt. Das hat mir jetzt auch die Austro Control mehrmals bestätigt. Das heißt, ich kann sehr wohl in Wien fliegen. Das Beispiel war Stephansplatz. Jeder kennt den Stephansdom, Riesendom, Riesenkirche mitten in Wien, 100.000 Leute. Rein theoretisch dürfte man fliegen. Aber damit du fliegen darfst, musst du einen adäquaten Abstand, Sicherheitsabstand zu Personen berücksichtigen. Jetzt müsstest du rein theoretisch ein Eckerl finden am Stephansplatz, wo keine Leute hinkommen und wo du auch dann niemanden gefährdest und dann nur mit der Drohne gerade aufsteigen, weil sobald du herumfliegst, schaffst du es sicher nicht, dass unter dir keine Leute sind. Und du kannst auch nicht einfach den Stephansplatz sperren lassen. Beispiel Votivkirche, da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich ein Platz finden lässt, wo du einfach die Drohne hochsteigen lassen kannst, ohne irgendwelche Leute zu gefährden, weil dort sind nie ganz so viele Leute. Und ich kann die Drohne ja zum Beispiel über einen Baum steigen lassen. Also ich meine, dass da Personen gefährdet werden, ist eher unwahrscheinlich. Auch wenn du eine Spielzeugdrohne hast, darfst du nicht überall fliegen. Wie gesagt, Menschenmengen nicht. Du musst immer schauen, dass du keine Sachen und Personen gefährdest. Militärische Sperrgebiete und Nähe vom Flughafen einhalten. Also wenn ich jetzt nicht schwächer bin, tue ich mir ein bisschen schwer mit der Drohne. Aber ich arbeite zum Beispiel in der Nähe von der Donau am Handelskeh. Es ist zwar eine Flugkontrollzone vom Flughafen Wien, weil dort schon anfangen die Flugzeuge langsam zu landen, aber die haben immer noch eine Höhe von, ich weiß jetzt nicht, 2000 Meter oder sowas. Das sind 30 Meter echt kein Problem. Das heißt, ich könnte mit meiner Drohne einfach rausgehen am Handelskeh und einfach mal die Drohne über die Donau steuern, mitten in Wien. Kein Problem. Wir haben die Frage geklärt, ob die DJI Mavic Mini, die Mini-Drohne unter 250 Gramm unter gewissen Voraussetzungen in Wien fliegen darf. Die Antwort ist ja. Der zweite Teil dieser Frage ist eigentlich, wie schaut es denn eigentlich mit Bildaufnahmen aus? So, wenn ich jetzt Tourist bin, dann filme ich ja sowieso privat und dann kann ich ja auch einfach meine Kamera halten, mich filmen und im Hintergrund ist zum Beispiel der Stephansdom drauf. Oder ich filme einfach nur so den Stephansdom. Also ich muss halt immer schauen, dass keine Leute drauf sind oder dass die Leute einfach im Hintergrund sind und nicht das Hauptmerkmal des Videos ist. So, jetzt hat jemand gefunden die 100-Wasser-Entscheidung. Die 100-Wasser-Entscheidung von 2008 hat halt Folgendes ausgesagt und da ging es halt speziell um dieses Haus von 100 Wasser, das 100-Wasser-Haus, das nur Fotos und Videoaufnahmen, also generell Aufnahmen, vom Boden aus gemacht werden durften. Ich durfte keine Hilfsmittel benutzen, wie zum Beispiel einen Hubschrauber, eine Leiter oder vis-à-vis in das andere Gebäude reingehen. Selbst wenn ich dort Zutritt habe oder dort wohne zum Beispiel, darf ich nicht einfach aus dem Fenster raus ein Foto machen, weil das andere Menschen, die nicht diese Möglichkeiten haben, nicht machen können. Andere Menschen können sich nicht einfach einen Hubschrauber nehmen oder können nicht einfach eine Leiter auf der Straße aufstellen, die müssen es halt auch extra mitbringen. Ist halt mehr Aufwand. Und die haben auch nicht Zugang zu jeden Häusern. Und da hieß es damals, das ist verboten, es ist eine illegale Aufnahme, weil Hilfsmittel. Und das hat mich jetzt natürlich verwirrt, weil eine Drohne ist auch ein nicht alltägliches Hilfsmittel. Und ich habe mich da erkundigt beim Fachverband für Film- und Musikwirtschaft, die halt eher was mit dem Gewerbe zu tun haben, aber ich bin Fotografin und Videografin, vor allem Videografin und ich habe eine Videoproduktion und bin halt in dem Fachverband Mitglied und habe mit ihnen ein bisschen telefoniert und geschrieben und bekam als Antwort, dass diese Entscheidung gefallen ist,
die ist nimmer gültig, einfach aus dem Grund, weil es sehr widersprüchlich war. Verstehe ich. Das heißt, unter den Voraussetzungen, dass ich die DSGVO-Sachen einhalte, also wenn ich Personen fotografiere oder filme, dass ich die Rechte an gewissen Werken habe, die ich verwende. Jetzt ist allerdings so das Problem, also du dürftest mit der Mini in Wien fliegen und auch Sehenswürdigkeiten filmen. Jetzt kommt der Knackpunkt. Rein rechtlich bist du auf der sicheren Seite. Aber wenn sich Personen gestört fühlen, haben sie das Recht, dir zu sagen, dass sie wollen das nicht. Auch wenn du sagst, okay, du hast nicht gefilmt, das ist wurscht. Genauso gut kann auch ein Polizist zu dir hergehen und sagen, hey, du fliegst mit der Drohne in Wien, Wien ist Drohnenflugverbotszone. Die haben ja manchmal einfach auch nicht den Kopf dafür oder die Schulung dafür, was erlaubt ist und was nicht, weil die Polizei ist nicht zuständig fürs Luftfahrtgesetz. Das heißt, er kann ruhig sagen, ja, ich muss dir leider jetzt eine Anzeige schreiben, weil du bist mit der Drohne geflogen. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schreibe ich ja die Anzeige und regle das halt vor Gericht. Oder heb Einspruch oder was auch immer. So wird es dann laufen. An Stellen, wo es nicht ganz klar ist, wo eventuell Personengefährdung herrschen könnte, also kommt auf die Sicht drauf an, wenn der Drohnenpilot sagt, okay, ja, rund um mich 50 Meter rundherum war nichts, ich bin mit der Drohne nur rauf und runter geflogen, sonst nichts, dann herrscht offensichtlich keine Personengefährdung. Aber wenn ein Polizist das zum Beispiel anders sieht, weil er sagt, okay, Wien ist einfach generell Flugverbotszone, der wird das nicht mit dir ausdiskutieren. Auch wenn du ihm sagst, hey, hallo, meine Drohne hat 249 Gramm, zählt als Spielzeug, ich darf da fliegen. Das weiß er nicht, wie sollten der das überprüfen? Ihr habt mir jetzt mehrere Wochen und mehrere Monate reinlesen müssen, um es dir zu sagen, wie es ist und wie es nicht ist. Im Einzelfall wirst du eine Anzeige kriegen und musst es dann ausfechten. Und das vielleicht jedes Mal. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Ich werde versuchen jetzt, wenn es das nächste Mal wieder wärmer ist, sehr wohl in Wien Aufnahmen mit der DJI Mavic Mini zu machen. Ich werde genau das beweisen und ich hoffe natürlich, dass ich keine Anzeige kriege. Und wenn ich eine kriegen sollte, dann hoffe ich, dass ich das vielleicht auch mehr oder weniger in einem Video festhalten kann, wie man damit umgehen soll. Ich habe natürlich nicht vor, was zu zahlen, deswegen sind meine Informationen auch sehr gut recherchiert. Ich hoffe, die Informationen waren für dich hilfreich. Wenn du noch Fragen hast, dann lass mir einfach einen Kommentar da, schreib rein, ich werde versuchen zu antworten oder werde die Fragen sammeln und in einem neuen Video dann wieder gut recherchiert beantworten. Wenn dir das Video ansonsten gefallen hat, dann lass mir ein Like da, schreib noch einen Kommentar, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben und wir sehen uns dann in den nächsten beiden Videos, wo es darum geht, Drohnenversicherung, Mini-Drohnenversicherung in Österreich und was wird sich mit der neuen EU-Drohnenverordnung verändern. Danke fürs Zusehen, ciao, bis bald.